Meine wichtigsten Vokabeln aus dem gesamten Jahr. Heute machen wir etwas Besonderes, weil ein Jahr sich wie eine lange Geschichte anfühlt, wenn man es in Wörter packt. Ich zeige dir meine 12 Lieblingsvokabeln aus dem Jahr, ganz einfach erklärt für Beginner. Ich habe mir aus jedem Monat genau eine Vokabel herausgeschrieben, die für mich zu diesem Monat passt und die man in Deutschland wirklich oft hört. Zu jeder Vokabel erkläre ich dir die Bedeutung mit sehr einfachen Sätzen. Und danach erzähle ich dir eine kleine Geschichte aus dem Alltag, damit du das Wort nicht nur verstehst, sondern auch fühlst. So lernst du Deutsch ruhig und natürlich, und du kannst dir beim Hören Bilder im Kopf machen, wie in einem Film. Januar. Neujahrsvorsatz. Die erste Vokabel ist Neujahrsvorsatz. Ein Neujahrsvorsatz ist ein Plan für das neue Jahr. Viele Menschen machen diesen Plan am Anfang von Januar. Ein Neujahrsvorsatz bedeutet, dass man etwas im Leben ändern möchte. Man möchte etwas Neues beginnen oder etwas verbessern. In Deutschland sprechen viele Menschen im Januar über ihre Neujahrsvorsätze. Typische Neujahrsvorsätze sind zum Beispiel mehr Sport machen, gesünder essen oder eine neue Sprache lernen. Das Wort Vorsatz bedeutet, dass man sich etwas fest vornimmt. Es ist mehr als ein Wunsch. Ein Vorsatz ist eine bewusste Entscheidung. In meiner kleinen Geschichte ist es ein kalter Morgen im Januar. Draußen ist es noch dunkel, obwohl es schon 7 Uhr ist. Ich stehe in der Küche und koche mir Tee. Während das Wasser heiß wird, denke ich über das neue Jahr nach. Das alte Jahr ist vorbei. Ich denke an Dinge, die gut waren, und an Dinge, die schwierig waren. Dann denke ich an das neue Jahr. Ich frage mich, was ich anders machen möchte. Ich setze mich an den Tisch und nehme einen Zettel. Ich schreibe langsam einen Satz auf. Ich schreibe nicht viele Wörter. Ich schreibe nur: Mein Neujahrsvorsatz ist, regelmäßig Deutsch zu lernen. Ich lese den Satz noch einmal. Er fühlt sich ruhig an. Er fühlt sich machbar an. Ich klebe den Zettel an den Kühlschrank. Später am Tag komme ich müde nach Hause. Ich habe wenig Energie und eigentlich keine Lust, noch etwas zu lernen. Dann sehe ich den Zettel. Ich lese meinen Neujahrsvorsatz noch einmal. Ich entscheide mich, nur 10 Minuten zu lernen. Ich setze mich hin und höre Deutsch. Nach 10 Minuten höre ich auf. Ich bin zufrieden. Am nächsten Tag mache ich das Gleiche. Ich lerne nicht lange, aber regelmäßig. So wird der Neujahrsvorsatz Teil meines Alltags. Das Wort Alltag bedeutet das normale Leben, also Arbeit, Zuhause und Routine. Ein Neujahrsvorsatz funktioniert besser, wenn er zum Alltag passt. In meiner Geschichte merke ich nach einigen Wochen, dass sich etwas verändert. Ich denke öfter auf Deutsch. Ich verstehe kleine Sätze. Mein Neujahrsvorsatz ist nicht spektakulär, aber er ist stabil. Genau deshalb passt diese Vokabel so gut zum Januar. Der Januar ist ruhig, kalt und neu. Man beginnt langsam. Ein Neujahrsvorsatz muss nicht perfekt sein. Er muss ehrlich sein. Und dieses Wort hilft dir, über Pläne, Ziele und Neubeginn auf einfachem Deutsch zu sprechen. Februar. Karneval. Die nächste Vokabel ist Karneval. Karneval ist ein großes Fest, das in manchen Regionen in Deutschland sehr wichtig ist. Besonders bekannt ist Karneval in Städten wie Köln, Düsseldorf oder Mainz. Karneval findet meistens im Februar statt. In dieser Zeit verkleiden sich viele Menschen, hören Musik, tanzen und feiern zusammen. Das Wort Karneval beschreibt also eine Zeit, in der der Alltag kurz pausiert. Viele Menschen tragen Kostüme, zum Beispiel als Tiere, bekannte Figuren
oder einfach mit bunten Hüten und Perücken. Ein Kostüm ist Kleidung, die man nur für ein Fest trägt, um anders auszusehen als sonst. Karneval ist laut, bunt und fröhlich, ganz anders als der ruhige Januar. In meiner kleinen Geschichte bin ich im Februar in einer Stadt, in der Karneval gefeiert wird. Es ist kalt draußen, aber die Straßen sind voll. Ich gehe langsam durch die Stadt und sehe überall Farben. Menschen lachen, winken und rufen sich etwas zu. Ich höre Musik aus kleinen Lautsprechern. Sie ist laut und schnell. Normalerweise ist die Stadt im Winter ruhig, aber heute ist alles anders. Ich bleibe stehen und beobachte einen Umzug. Ein Umzug ist eine Gruppe von Menschen, die gemeinsam durch die Straße läuft. Die Menschen im Umzug tragen Kostüme und werfen Süßigkeiten. Süßigkeiten sind zum Beispiel Bonbons oder kleine Schokoladenstücke. Kinder laufen nach vorne und sammeln sie vom Boden auf. Ich muss lächeln, weil die Stimmung so leicht ist. Neben mir steht ein Mann mit einer lustigen Mütze. Er sagt etwas zu mir. Ich verstehe nicht alles, aber ich höre immer wieder das Wort Karneval. Ich frage nach, was genau heute passiert. Er erklärt mir langsam, dass Karneval eine Zeit ist, in der man gemeinsam feiert und den Alltag vergisst. Ich nicke und sage das Wort noch einmal leise. Karneval. Später gehe ich zu einem kleinen Stand und kaufe mir etwas Warmes zu trinken. Ein Stand ist ein kleiner Verkaufsplatz auf der Straße. Ich halte den Becher in der Hand und spüre die Wärme. Um mich herum stehen viele Menschen dicht zusammen. Dicht bedeutet, dass wenig Platz zwischen ihnen ist. Trotzdem fühlt sich niemand gestresst an. Alle sind entspannt. Ich merke, Karneval ist nicht nur Party. Karneval ist auch ein soziales Fest. Menschen, die sich nicht kennen, sprechen miteinander. Man lacht zusammen, auch ohne viele Worte. Am Abend gehe ich nach Hause. Meine Füße sind müde, aber mein Kopf ist leicht. Ich denke darüber nach, wie unterschiedlich die Monate sein können. Der Januar war still und nachdenklich. Der Februar ist laut und offen. Das Wort Karneval hilft dir, diese besondere Zeit in Deutschland zu verstehen. Du kannst einfache Sätze sagen wie: Im Februar ist Karneval. Ich gehe zu Karneval auf die Straße. Karneval ist bunt und laut. Mit dieser Vokabel kannst du über Kultur, Feste und Gefühle sprechen. Genau deshalb ist Karneval meine Lieblingsvokabel für den Februar. März. Frühling. Die nächste Vokabel ist Frühling. Der Frühling ist eine Jahreszeit und kommt nach dem Winter. In Deutschland beginnt der Frühling offiziell im März. Viele Menschen verbinden den Frühling mit neuem Leben, mehr Licht und besserer Stimmung. Im Frühling werden die Tage länger und es wird morgens früher hell. Die Sonne zeigt sich öfter, auch wenn es manchmal noch kalt ist. Das Wort Frühling beschreibt also nicht nur eine Zeit im Kalender, sondern auch ein Gefühl. Viele Menschen fühlen sich im Frühling leichter und motivierter. In meiner kleinen Geschichte ist es ein Tag im März. Am Morgen ist es noch kühl und ich ziehe eine Jacke an, bevor ich das Haus verlasse. Die Luft fühlt sich frisch an. Ich gehe die Straße entlang und bemerke kleine Veränderungen. An den Bäumen sehe ich Knospen. Knospen sind kleine Punkte an den Zweigen, aus denen später Blätter oder Blumen wachsen. Ich höre Vögel singen. Im Winter habe ich sie kaum gehört, aber jetzt sind sie wieder da. Ich gehe langsamer, weil ich diese Geräusche genießen möchte. Auf dem Weg sehe ich Menschen ohne dicke Mäntel. Manche tragen nur eine leichte Jacke. Das zeigt mir, dass der Frühling begonnen hat. Später setze ich mich in einen Park. Der Park ist noch nicht grün, aber man sieht schon erste Farben. Kinder spielen auf dem Spielplatz
und ältere Menschen sitzen auf Bänken und sprechen miteinander. Ich schließe kurz die Augen und lasse die Sonne auf mein Gesicht scheinen. Es ist kein heißer Tag, aber die Sonne fühlt sich angenehm an. Ich denke daran, wie lang und dunkel der Winter war. Jetzt fühlt sich alles offener an. Das Wort Hoffnung passt gut zu dieser Situation. Hoffnung bedeutet, dass man positiv in die Zukunft schaut. Der Frühling gibt vielen Menschen Hoffnung. Am Nachmittag gehe ich einkaufen. In den Geschäften sehe ich andere Dinge als im Winter. Es gibt leichtere Kleidung und frische Lebensmittel. Frisch bedeutet, dass etwas neu und nicht alt ist. Ich kaufe Obst und denke daran, mehr Zeit draußen zu verbringen. Abends treffe ich eine Freundin. Wir gehen spazieren und sprechen über Pläne. Wir sagen Sätze wie: Im Frühling will ich mehr draußen sein. Oder: Der Frühling macht gute Laune. Diese Sätze sind einfach, aber sehr typisch. In meiner Geschichte gehe ich später nach Hause und öffne das Fenster. Ich lasse frische Luft ins Zimmer. Ich höre die Stadt, aber sie wirkt ruhiger als sonst. Ich merke, dass der Frühling nicht laut beginnt. Er kommt langsam, Schritt für Schritt. Genau deshalb ist der Frühling eine perfekte Vokabel für den März. Der März ist ein Übergang. Er ist nicht mehr Winter, aber auch noch kein Sommer. Mit dem Wort Frühling kannst du über Wetter, Gefühle und Veränderungen sprechen. Es ist ein einfaches Wort, aber es trägt viel Bedeutung. Und genau das macht Frühling zu meiner Lieblingsvokabel für den Monat März. April: Regen. Die nächste Vokabel ist Regen. Regen ist Wasser, das aus den Wolken fällt. In Deutschland regnet es oft, aber besonders im April spricht man viel über Regen. Es gibt sogar einen bekannten Satz: Der April macht, was er will. Das bedeutet, dass das Wetter im April sehr wechselhaft ist. Mal scheint die Sonne, dann regnet es plötzlich und kurz danach ist der Himmel wieder blau. Das Wort Regen passt sehr gut zu diesem Monat, weil viele Menschen im April lernen, mit diesem schnellen Wetterwechsel umzugehen. Regen ist im Alltag nichts Besonderes, aber er beeinflusst Stimmung, Kleidung und Pläne. In meiner kleinen Geschichte ist es ein Morgen im April. Ich schaue aus dem Fenster und sehe graue Wolken. Ich höre den Regen auf das Dach und auf die Straße fallen. Ich ziehe eine Jacke an und nehme einen Regenschirm mit. Ein Regenschirm ist ein Gegenstand, der dich vor Regen schützt. Als ich aus dem Haus gehe, regnet es nur leicht. Die Luft riecht frisch. Ich gehe zur Arbeit und denke, dass der Regen eigentlich angenehm ist. Er ist nicht kalt, sondern weich. Nach einer Stunde hört der Regen auf. Die Sonne kommt heraus und alles glänzt. Die Straßen sind nass und die Bäume sehen grüner aus. Am Mittag regnet es plötzlich wieder. Ich muss lachen, weil das Wetter so schnell wechselt. Ein Kollege sagt: Typisch April. Ich verstehe sofort, was er meint. Am Nachmittag gehe ich einkaufen. Ich habe keinen Regenschirm mehr dabei, weil die Sonne scheint. Plötzlich fängt es wieder an zu regnen. Ich renne ein paar Schritte und stelle mich unter ein Dach. Dort stehen schon andere Menschen. Wir schauen uns an und lächeln. Niemand ist wirklich sauer. Regen im April überrascht niemanden. Wir warten kurz, bis es weniger wird. Warten bedeutet, dass man nichts tut und Zeit vergeht. Nach ein paar Minuten gehe ich weiter. Am Abend bin ich zu Hause. Ich höre den Regen wieder am Fenster. Ich setze mich auf das Sofa und mache mir einen Tee. Tee ist ein warmes Getränk, das viele Menschen trinken, wenn es draußen ungemütlich ist. Ungemütlich bedeutet, dass das Wetter nicht schön ist. Ich fühle mich trotzdem ruhig. Der Regen macht den Abend langsamer. Ich denke darüber nach, dass Regen wichtig ist.
Ohne Regen wachsen keine Pflanzen. Der Regen hilft dem Frühling. Das Wort Regen kann man in vielen einfachen Sätzen benutzen. Man kann sagen, es regnet. Heute gibt es viel Regen. Ich mag den Regen. Oder, wegen dem Regen bleibe ich zu Hause. Diese Sätze sind sehr nützlich für Beginner. In meiner Geschichte merke ich, dass der April nicht perfekt sein muss. Er ist wechselhaft, aber lebendig. Regen gehört dazu. Genau deshalb ist Regen meine Lieblingsvokabel für den April. Sie zeigt, wie man in Deutschland über Wetter spricht und wie man lernt, Veränderungen zu akzeptieren. Mai, Feiertag. Die nächste Vokabel ist Feiertag. Ein Feiertag ist ein Tag, an dem viele Menschen nicht arbeiten müssen. In Deutschland gibt es mehrere Feiertage, und viele davon liegen im Mai. Zum Beispiel der Tag der Arbeit oder Christi Himmelfahrt. An einem Feiertag sind Büros oft geschlossen, viele Geschäfte haben zu und die Menschen haben mehr Zeit. Das Wort Feiertag ist wichtig, weil es zeigt, wie Arbeit und Freizeit in Deutschland organisiert sind. Ein Feiertag ist nicht einfach nur ein freier Tag. Ein Feiertag hat oft einen besonderen Grund oder eine Bedeutung. In meiner kleinen Geschichte ist es ein Morgen im Mai. Ich wache auf und merke, dass alles ruhiger ist als sonst. Draußen fahren weniger Autos. Ich höre keinen Wecker von Nachbarn. Ich schaue auf mein Handy und sehe, dass heute ein Feiertag ist. Ich muss nicht zur Arbeit. Ich bleibe noch einen Moment im Bett liegen und genieße die Ruhe. Später stehe ich auf und mache mir ein Frühstück. Normalerweise esse ich schnell, aber heute lasse ich mir Zeit. Ich öffne das Fenster und lasse frische Luft herein. Der Mai ist mild. Mild bedeutet, dass es nicht kalt und nicht heiß ist. Ich höre Vögel und sehe Menschen draußen spazieren gehen. Viele tragen leichte Kleidung. Gegen Mittag treffe ich Freunde. Wir haben vorher geschrieben und uns verabredet. Verabreden bedeutet, dass man einen Termin zusammen plant. Wir treffen uns im Park. Der Park ist voller Menschen, aber nicht laut. Familien sitzen auf Decken. Kinder spielen. Manche Menschen lesen oder liegen einfach im Gras. Ich setze mich dazu und wir reden. Niemand schaut ständig auf die Uhr. Ein Feiertag fühlt sich anders an als ein Wochenende. Am Wochenende denkt man oft schon an Montag. Am Feiertag denkt man nur an den Tag selbst. Am Nachmittag gehen wir ein Stück spazieren. Spazieren bedeutet, langsam zu gehen, ohne ein bestimmtes Ziel. Wir sprechen über einfache Dinge, über das Wetter, über Pläne für den Sommer. Ich merke, dass ein Feiertag Raum im Kopf schafft. Am Abend gehe ich nach Hause. Ich bin nicht müde vom Stress, sondern angenehm ruhig. Ich koche etwas Einfaches und setze mich an den Tisch. Draußen wird es langsam dunkel, aber nicht so früh wie im Winter. Ich denke darüber nach, wie wichtig Feiertage sind. Sie geben dem Jahr Struktur. Sie geben Pausen. Das Wort Feiertag kann man sehr einfach benutzen. Man kann sagen, heute ist Feiertag. Morgen ist ein Feiertag. An Feiertagen arbeite ich nicht. Diese Sätze sind leicht, aber sehr typisch. In meiner Geschichte merke ich, dass der Mai ohne Feiertage ganz anders wäre. Der Mai ist ein Monat, in dem das Jahr schneller wird. Feiertage bremsen dieses Tempo. Genau deshalb ist Feiertag meine Lieblingsvokabel für den Mai. Sie passt zu diesem Monat, weil sie Ruhe, Zeit und gemeinsames Leben beschreibt. Juni, Sommer. Die nächste Vokabel ist Sommer. Der Sommer ist eine Jahreszeit und beginnt in Deutschland im Juni. Viele Menschen freuen sich lange auf den Sommer, weil die Tage sehr lang sind und es abends lange hell bleibt.
Der Sommer bedeutet Wärme, Licht und mehr Zeit draußen. Im Sommer tragen Menschen leichtere Kleidung. Man braucht keine dicken Jacken mehr. Viele Menschen fühlen sich im Sommer aktiver und freier. Das Wort Sommer passt sehr gut zum Juni, weil im Juni das Gefühl entsteht, dass das Jahr offen vor einem liegt. In meiner kleinen Geschichte ist es ein Tag im Juni. Ich wache früh auf, aber es ist schon hell. Die Sonne scheint durch das Fenster. Ich stehe auf und merke sofort, dass es warm ist. Ich ziehe ein leichtes T-Shirt an und öffne das Fenster. Frische Luft kommt herein. Frisch bedeutet, dass die Luft angenehm ist und gut riecht. Draußen höre ich Stimmen und Fahrräder. Viele Menschen sind schon unterwegs. Ich gehe aus dem Haus und spüre die Sonne auf der Haut. Die Straßen sehen anders aus als im Winter. Die Menschen bleiben länger draußen. Cafés stellen Tische nach draußen. Am Vormittag arbeite ich, aber ich merke, dass meine Stimmung besser ist als an dunklen Tagen. In der Mittagspause gehe ich nach draußen. Ich setze mich auf eine Bank im Schatten. Schatten ist ein Platz, an dem die Sonne nicht direkt scheint. Ich trinke Wasser und schaue den Menschen zu. Manche lachen, manche telefonieren, manche sitzen einfach da. Am Nachmittag treffe ich Freunde. Wir gehen gemeinsam spazieren, obwohl es warm ist. Wir sprechen über Urlaubspläne. Urlaub bedeutet, dass man für einige Zeit nicht arbeitet und reist oder sich ausruht. Viele Menschen planen ihren Urlaub im Sommer. Am Abend wird es langsam ruhiger, aber es bleibt lange hell. Ich gehe nach Hause, esse etwas Leichtes und setze mich später noch auf den Balkon. Der Himmel ist blau und klar. Ich denke darüber nach, wie anders sich der Sommer anfühlt. Der Sommer macht die Tage länger, nicht nur auf der Uhr, sondern auch im Gefühl. Man hat das Gefühl, mehr Zeit zu haben. Das Wort Sommer kann man in vielen einfachen Sätzen benutzen. Man kann sagen, ich mag den Sommer. Im Sommer ist es warm. Im Sommer bin ich viel draußen. Diese Sätze sind sehr typisch und leicht zu lernen. In meiner Geschichte merke ich, dass der Sommer im Juni beginnt, nicht mit Hitze, sondern mit Licht. Der Juni ist der Start in diese offene Zeit. Genau deshalb ist Sommer meine Lieblingsvokabel für den Juni. Sie steht für Energie, Leichtigkeit und das Gefühl, dass alles möglich ist. Juli. Hitze. Die nächste Vokabel ist Hitze. Hitze bedeutet, dass es sehr warm ist, oft sogar zu warm. In Deutschland spricht man im Juli sehr viel über Hitze, weil dies meist der wärmste Monat des Jahres ist. Die Temperaturen steigen, die Sonne scheint stark und viele Menschen fühlen sich langsamer als sonst. Hitze ist nicht nur ein Wort für das Wetter, sondern auch für ein körperliches Gefühl. Wenn es Hitze gibt, schwitzt man schneller, man trinkt mehr Wasser und man bewegt sich weniger. In meiner kleinen Geschichte ist es ein Tag im Juli. Ich wache morgens auf und noch bevor ich aufstehe, merke ich die Hitze im Zimmer. Die Luft steht still. Still bedeutet, dass sich die Luft kaum bewegt. Ich öffne sofort das Fenster, aber draußen ist es genauso warm. Ich ziehe leichte Kleidung an und denke darüber nach, wie ich den Tag verbringen soll. Ich weiß, dass ich langsam machen muss. Am Vormittag gehe ich kurz einkaufen. Schon nach wenigen Minuten spüre ich die Sonne auf meinem Kopf. Die Straßen sind heller als sonst. Viele Menschen tragen Sonnenbrillen und kurze Kleidung. Eine Sonnenbrille schützt die Augen vor starkem Licht. Ich gehe bewusst langsam, weil die Hitze meine Energie nimmt. An jeder Ecke sehe ich Menschen mit Wasserflaschen. Wasser ist im Juli besonders wichtig. Gegen Mittag gehe ich nach Hause. Ich mache die Fenster zu und lasse die Rollläden runter.
Rollläden sind Abdeckungen vor dem Fenster, die Licht und Hitze draußen halten. Ich setze mich an den Tisch und trinke ein großes Glas Wasser. Ich merke, wie mein Körper sich langsam beruhigt. Am Nachmittag arbeite ich ein wenig, aber ich mache öfter Pausen. Pausen sind kurze Zeiten, in denen man nichts tut, um sich zu erholen. Die Hitze zwingt mich dazu, auf meinen Körper zu hören. Am späten Nachmittag wird es etwas angenehmer. Ich gehe nach draußen und treffe Freunde im Park. Wir setzen uns in den Schatten eines Baumes. Wir sprechen leise und bewegen uns wenig. Niemand hat Lust, viel zu laufen. Wir lachen darüber, wie anstrengend die Hitze ist. Jemand sagt, heute ist es wirklich heiß. Ich wiederhole das Wort in meinem Kopf. Hitze. Es passt perfekt. Am Abend kühlt es langsam ab. Abkühlen bedeutet, dass es weniger warm wird. Ich gehe spazieren, weil jetzt Bewegung wieder möglich ist. Die Stadt wirkt ruhiger. Viele Menschen kommen erst jetzt raus. In meiner Geschichte merke ich, dass Hitze nicht nur unangenehm ist. Sie verändert den Rhythmus des Tages. Man lebt langsamer, bewusster. Das Wort Hitze kann man sehr einfach benutzen. Man kann sagen, heute ist große Hitze. Ich mag die Hitze nicht. Wegen der Hitze bleibe ich zu Hause. Diese Sätze sind sehr nützlich für Anfänger. Der Juli in Deutschland wird stark von Hitze geprägt. Genau deshalb ist Hitze meine Lieblingsvokabel für diesen Monat. Sie erklärt nicht nur das Wetter, sondern auch das Gefühl, das viele Menschen im Juli erleben. August. Urlaub. Die nächste Vokabel ist Urlaub. Urlaub bedeutet, dass man für eine bestimmte Zeit nicht arbeitet und sich erholt. In Deutschland ist der August für viele Menschen der typische Urlaubsmonat. Viele Firmen sind ruhiger, manche Büros sind sogar teilweise leer. Urlaub ist nicht nur Reisen. Urlaub ist vor allem eine Pause vom Alltag. Alltag bedeutet das normale Leben mit Arbeit, Terminen und Pflichten. Im Urlaub hat man mehr Zeit und weniger Druck. In meiner kleinen Geschichte ist es ein Morgen im August. Ich wache ohne Wecker auf. Das ist für mich schon ein Zeichen, dass Urlaub ist. Ich bleibe noch einen Moment liegen und höre Geräusche von draußen. Die Fenster sind offen und ich höre Vögel und entfernte Stimmen. Ich stehe auf und mache mir in Ruhe Frühstück. Ich schaue nicht sofort auf mein Handy. Normalerweise schaue ich morgens sofort nach Nachrichten, aber im Urlaub lasse ich mir Zeit. Später gehe ich nach draußen. Ich habe keinen festen Plan für den Tag. Kein Plan bedeutet, dass ich nichts genau festgelegt habe. Ich gehe langsam durch die Stadt. Viele Geschäfte sind noch geschlossen. Die Straßen wirken leerer als sonst. Ich merke, dass auch andere Menschen Urlaub haben. Manche fahren mit Koffern zum Bahnhof. Ein Koffer ist eine Tasche für Kleidung, wenn man reist. Andere sitzen in Cafés und trinken Kaffee. Ich setze mich dazu und bestelle mir etwas zu trinken. Ich sitze lange da und schaue einfach. Niemand sagt mir, dass ich weiter muss. Am Nachmittag fahre ich vielleicht an einen See oder bleibe einfach zu Hause. Ein See ist ein großes Gewässer mit Wasser, oft zum Schwimmen oder Entspannen. Ich entscheide spontan. Spontan bedeutet, dass ich mich nicht lange vorher entscheide. Ich merke, dass mein Kopf ruhiger wird. Gedanken, die sonst laut sind, werden leiser. Am Abend treffe ich Freunde. Wir sprechen darüber, wie unser Urlaub ist. Manche sind verreist, andere bleiben zu Hause. Verreisen bedeutet an einen anderen Ort fahren, oft weit weg. Ich merke, dass Urlaub für jeden etwas anderes ist. Für manche ist Urlaub Bewegung und neue Orte. Für andere ist Urlaub Ruhe und Zuhause sein. Das Wort Urlaub kann man sehr einfach benutzen. Man kann sagen, ich habe Urlaub, ich bin im Urlaub.
im August mache ich Urlaub. Diese Sätze sind sehr typisch und wichtig für den Alltag in Deutschland. In meiner Geschichte gehe ich später nach Hause und setze mich auf den Balkon. Die Luft ist warm, aber nicht mehr so heiß wie im Juli. Ich höre die Stadt und denke darüber nach, wie wichtig Urlaub ist. Urlaub gibt Abstand. Abstand bedeutet, dass man Dinge aus einer anderen Perspektive sieht. Nach dem Urlaub fühlt sich der Alltag oft anders an. Man ist erholter. Erholt bedeutet, dass man neue Energie hat. Genau deshalb ist Urlaub meine Lieblingsvokabel für den August. Sie passt perfekt zu diesem Monat, weil sie Ruhe, Freiheit und Zeit für sich selbst beschreibt. September. Herbst. Die nächste Vokabel ist Herbst. Der Herbst ist eine Jahreszeit und beginnt in Deutschland im September. Der Herbst kommt nach dem Sommer und bringt langsam Veränderungen mit sich. Die Tage werden kürzer, die Abende kühler und die Luft fühlt sich anders an. Das Wort Herbst beschreibt nicht nur das Wetter, sondern auch einen Stimmungswechsel. Viele Menschen merken im September, dass der Sommer vorbei ist und der Alltag wieder stärker wird. In meiner kleinen Geschichte ist es ein Morgen im September. Ich öffne das Fenster und spüre sofort die kühle Luft. Sie ist frisch, aber nicht kalt. Frisch bedeutet, dass die Luft klar und angenehm ist. Ich ziehe zum ersten Mal seit Wochen wieder eine leichte Jacke an. Dieses kleine Detail zeigt mir, dass der Herbst beginnt. Auf der Straße sehe ich Blätter auf dem Boden. Sie sind gelb und braun. Die Bäume verändern langsam ihre Farbe. Im Sommer waren sie grün, jetzt sehen sie anders aus. Ich gehe zur Arbeit und merke, dass die Stadt wieder voller wird. Viele Menschen sind aus dem Urlaub zurück. Die Züge sind voller, die Straßen lauter. Der Alltag kommt zurück. Alltag bedeutet wieder Arbeit, Termine und feste Zeiten. In der Mittagspause gehe ich nach draußen. Die Sonne scheint, aber sie ist schwächer als im Sommer. Ich setze mich auf eine Bank und schaue den Menschen zu. Viele tragen jetzt wieder lange Hosen. Ich höre Gespräche über neue Projekte und Pläne. Der Herbst ist für viele Menschen eine Zeit des Neubeginns. Kinder gehen wieder zur Schule. Studierende beginnen ein neues Semester. Ein Semester ist ein Zeitraum an der Universität. Am Nachmittag regnet es leicht. Ich ziehe die Jacke enger und gehe langsamer. Der Regen im Herbst fühlt sich anders an als im Frühling. Er ist ruhiger und gleichmäßiger. Am Abend bin ich zu Hause. Ich mache mir etwas Warmes zu essen. Warmes Essen fühlt sich im Herbst besonders gut an. Ich setze mich ans Fenster und sehe, wie es draußen schneller dunkel wird. Ich schalte eine Lampe an und der Raum wird gemütlich. Gemütlich bedeutet, dass man sich wohl und sicher fühlt. Ich denke darüber nach, dass der Herbst kein trauriger Monat sein muss. Er ist einfach anders. Er lädt dazu ein, langsamer zu werden und sich neu zu ordnen. Das Wort Herbst kann man sehr einfach benutzen. Man kann sagen, im Herbst wird es kälter. Ich mag den Herbst. Der Herbst beginnt im September. Diese Sätze sind leicht, aber sehr typisch. In meiner Geschichte merke ich, dass der Herbst mir hilft, wieder Struktur zu finden. Struktur bedeutet Ordnung im Alltag. Nach der Freiheit des Sommers tut diese Struktur gut. Genau deshalb ist Herbst meine Lieblingsvokabel für den September. Sie passt zu diesem Monat, weil sie Veränderung, Übergang und einen neuen Rhythmus beschreibt. Oktober. Gemütlichkeit. Die nächste Vokabel ist Gemütlichkeit. Gemütlichkeit ist ein sehr wichtiges Wort in der deutschen Sprache. Es beschreibt ein Gefühl, kein konkretes Objekt. Gemütlichkeit bedeutet, dass man sich wohl,
sicher und entspannt fühlt. Oft hat Gemütlichkeit mit Ruhe, Wärme und einer angenehmen Umgebung zu tun. Der Oktober passt sehr gut zu dieser Vokabel, weil es draußen kälter wird und viele Menschen sich wieder mehr nach drinnen zurückziehen. Im Oktober wird es früher dunkel und man verbringt mehr Zeit zu Hause. In meiner kleinen Geschichte ist es ein Abend im Oktober. Ich komme nach Hause und draußen ist es schon dunkel, obwohl es erst früh am Abend ist. Es regnet leicht und die Luft ist kühl. Ich schließe die Tür hinter mir und merke sofort den Unterschied zwischen draußen und drinnen. In der Wohnung ist es warm. Ich ziehe meine Schuhe aus und hänge die Jacke auf. Dann mache ich eine kleine Lampe an. Das Licht ist weich und nicht zu hell. Ich setze mich auf das Sofa und lege eine Decke über meine Beine. Eine Decke ist ein großes Stück Stoff, das warm hält. Ich mache mir einen Tee. Tee ist ein warmes Getränk, das viele Menschen trinken, wenn es draußen kalt wird. Ich halte die Tasse in beiden Händen und spüre die Wärme. In diesem Moment fühle ich mich gemütlich. Ich höre leise Musik oder bin einfach still. Gemütlichkeit bedeutet nicht, dass man etwas Besonderes macht. Gemütlichkeit bedeutet, dass man sich Zeit nimmt und nichts muss. Später lese ich ein Buch oder schaue aus dem Fenster. Draußen sehe ich nasse Straßen und Herbstblätter. Drinnen fühle ich mich geschützt. Viele Menschen in Deutschland sprechen im Herbst oft über Gemütlichkeit. Man sagt zum Beispiel: Ich mag es gemütlich oder Heute Abend mache ich es mir gemütlich. Diese Sätze hört man im Oktober sehr oft. Gemütlichkeit kann auch mit anderen Menschen zusammen sein. In meiner Geschichte kommen später Freunde vorbei. Wir sitzen zusammen, sprechen ruhig und lachen leise. Niemand schaut auf die Uhr. Niemand hat Stress. Wir trinken etwas Warmes und bleiben einfach sitzen. Das Wort Einladung passt hier gut. Eine Einladung bedeutet, dass man andere Menschen zu sich nach Hause bittet. Eine gemütliche Einladung ist nicht laut und nicht groß. Sie ist einfach. Im Oktober entstehen viele solche Momente. Der Sommer ist vorbei und der Winter ist noch nicht da. Der Oktober ist dazwischen. Genau in dieser Zeit ist Gemütlichkeit besonders wichtig. Das Wort Gemütlichkeit kann man nicht einfach übersetzen, aber man kann es fühlen. Für Beginner ist es ein sehr schönes Wort, weil es zeigt, dass Deutsch nicht nur praktisch ist, sondern auch emotional. Man kann sagen: Ich liebe Gemütlichkeit oder Der Abend ist gemütlich. In meiner Geschichte merke ich, dass der Oktober ohne Gemütlichkeit schwer wäre. Die Tage werden kürzer, aber durch Gemütlichkeit werden sie nicht traurig, sondern ruhig. Genau deshalb ist Gemütlichkeit meine Lieblingsvokabel für den Oktober. November. Nebel. Die nächste Vokabel ist Nebel. Nebel ist ein Wetterphänomen. Nebel entsteht, wenn die Luft feucht ist und man nicht weit sehen kann. Alles wirkt verschwommen und leise. In Deutschland ist der November sehr oft ein Monat mit Nebel. Die Tage sind kurz, die Sonne zeigt sich selten und viele Morgen beginnen grau. Das Wort Nebel passt gut zu November, weil es nicht nur das Wetter beschreibt, sondern auch eine Stimmung. Nebel macht die Welt langsamer und stiller. In meiner kleinen Geschichte ist es ein Morgen im November. Ich wache auf und draußen ist es noch dunkel. Ich schaue aus dem Fenster und sehe fast nichts. Die Häuser gegenüber sind nur als Schatten zu erkennen. Die Straße verschwindet im Nebel. Ich ziehe mich an und gehe nach draußen. Die Luft ist kalt und feucht. Feucht bedeutet, dass die Luft nicht trocken ist. Beim Atmen spüre ich die Kälte in der Nase. Ich gehe langsam, weil ich nicht weit sehen kann. Autos fahren vorsichtig.
Die Geräusche sind gedämpft. Gedämpft bedeutet, dass Geräusche leiser und weicher sind. Alles fühlt sich langsamer an. Auf dem Weg sehe ich Menschen mit Jacken und Schals. Ein Schal ist ein Kleidungsstück, das man um den Hals trägt, wenn es kalt ist. Niemand spricht laut. Jeder scheint bei sich zu sein. Der Nebel macht die Stadt ruhig. Später komme ich zur Arbeit. Auch dort ist das Licht gedämpft. Ich mache mir einen Kaffee und setze mich an meinen Platz. Kaffee ist ein Getränk, das viele Menschen trinken, um wach zu werden. Ich brauche heute etwas länger, um richtig anzukommen. Der Nebel draußen scheint auch im Kopf zu sein. Nebel kann man auch benutzen, um ein Gefühl zu beschreiben. Wenn man sagt, ich habe Nebel im Kopf, meint man, dass man nicht klar denken kann. Am Mittag gehe ich kurz nach draußen. Der Nebel ist immer noch da. Ich gehe ein paar Schritte und höre meine eigenen Schritte auf dem Boden. Es ist fast meditativ. Meditativ bedeutet, dass etwas ruhig macht und die Gedanken ordnet. Am Nachmittag wird es etwas heller, aber die Sonne kommt nicht richtig durch. Ich gehe nach Hause, als es schon wieder dunkel wird. Der Novembertag fühlt sich kurz an. Zu Hause mache ich Licht an und setze mich hin. Ich denke darüber nach, dass der Nebel auch etwas Positives hat. Er zwingt einen, langsamer zu sein. Man kann nicht weit planen. Man sieht nur den nächsten Schritt. Das Wort Schritt bedeutet hier eine kleine Handlung, nicht nur Bewegung mit den Füßen. Für Beginner ist das Wort Nebel sehr interessant, weil es sowohl konkret als auch symbolisch ist. Man kann sagen, heute ist viel Nebel oder im November gibt es oft Nebel. Man kann aber auch sagen, ich fühle mich wie im Nebel. In meiner Geschichte merke ich, dass der November kein lauter Monat ist. Er ist leise und zurückgezogen. Der Nebel passt perfekt dazu. Er erklärt, warum sich dieser Monat oft schwer, aber auch ruhig anfühlt. Genau deshalb ist Nebel meine Lieblingsvokabel für den November. Sie hilft, das Wetter, die Stimmung und das innere Gefühl dieses Monats in einem einfachen Wort zu verstehen. Dezember. Weihnachtszeit. Die nächste Vokabel ist Weihnachtszeit. Die Weihnachtszeit ist die Zeit im Dezember, in der sich vieles im Alltag verändert. In Deutschland beginnt die Weihnachtszeit meist schon am Anfang des Monats und endet nach den Weihnachtstagen. Die Weihnachtszeit ist nicht nur ein Fest, sondern eine besondere Stimmung. Die Tage sind kurz, es wird früh dunkel und viele Menschen machen ihr Leben langsamer. In der Weihnachtszeit sieht man Lichter in Fenstern, Kerzen auf Tischen und Dekoration in den Straßen. Dekoration bedeutet Dinge, die man aufstellt oder aufhängt, um einen Raum schöner zu machen. In meiner kleinen Geschichte ist es ein Tag im Dezember. Ich gehe am späten Nachmittag nach draußen und es ist schon dunkel. Die Straßen sehen anders aus als im Sommer. In vielen Fenstern brennen Lichter. Manche sind warm und gelb, andere sind bunt. Ich gehe langsamer als sonst, weil ich mir Zeit nehmen will. Ich höre leise Musik aus einem Geschäft. Die Musik ist ruhig und wiederholt sich oft. Wiederholen bedeutet, dass etwas immer wieder gleichkommt. Das passt gut zur Weihnachtszeit. Viele Dinge sind vertraut und kommen jedes Jahr wieder. Ich gehe an einem Platz vorbei, auf dem ein Weihnachtsbaum steht. Der Baum ist groß und voller Lichter. Menschen bleiben stehen und schauen. Niemand drängelt. Drängeln bedeutet, schnell an anderen vorbeigehen zu wollen. In der Weihnachtszeit sind viele Menschen geduldiger. Später gehe ich nach Hause. Ich ziehe meine Jacke aus und mache Licht an. In der Wohnung ist es warm. Ich setze mich an den Tisch und mache mir ein warmes Getränk. Warm bedeutet hier nicht nur heiß, sondern auch angenehm.
Ich schaue aus dem Fenster und sehe den dunklen Himmel. Ich denke über das Jahr nach. Der Dezember ist oft auch eine Zeit des Rückblicks. Rückblick bedeutet, dass man an das Vergangene denkt. Ich frage mich, was gut war und was schwierig war. Ich denke an Menschen, die ich getroffen habe, und an Momente, die ruhig waren. Die Weihnachtszeit lädt dazu ein, still zu werden. Still bedeutet nicht laut, nicht hektisch. Am nächsten Tag treffe ich Familie. Wir sitzen zusammen und sprechen über einfache Dinge. Niemand hat große Pläne. Es geht nicht um Leistung. Leistung bedeutet, etwas erreichen oder schaffen zu müssen. In der Weihnachtszeit darf man einfach sein. Ich merke, dass die Weihnachtszeit mir erlaubt, langsamer zu denken. Die Tage sind kurz, aber sie fühlen sich dichter an. Dicht bedeutet hier, dass sie voller Bedeutung sind. Für Beginner ist das Wort Weihnachtszeit sehr hilfreich. Man kann sagen, ich mag die Weihnachtszeit. In der Weihnachtszeit ist alles ruhiger. Die Weihnachtszeit ist im Dezember. Diese Sätze sind einfach, aber sehr typisch. In meiner Geschichte merke ich, dass der Dezember ohne die Weihnachtszeit nur ein dunkler Monat wäre. Durch die Weihnachtszeit bekommt er Wärme und Sinn. Sie verbindet Licht, Ruhe und Nähe. Genau deshalb ist Weihnachtszeit meine Lieblingsvokabel für den Dezember. Sie fasst zusammen, wie sich das Ende des Jahres in Deutschland anfühlt. Ruhig, nachdenklich und warm. Jetzt hast du meine 12 Lieblingsvokabeln aus dem Jahr 2025 kennengelernt. Eine aus jedem Monat. Jedes Wort steht für eine bestimmte Zeit, eine Stimmung und einen Moment im Alltag in Deutschland. Wenn du diese Wörter hörst, kannst du dir Situationen vorstellen und Gefühle wiedererkennen. Genau so wächst Sprachgefühl. Nimm dir Zeit, hör die Vokabeln noch einmal und denk an die Geschichten. Du musst nichts auswendig lernen. Lass die Wörter einfach Teil deines Jahres werden. So bleibt Deutsch ruhig, lebendig und nah bei dir.